Mazedonien! Hallo aus Skopje. Wir haben uns eben schon ein bisschen die Stadt angeschaut und jetzt sind wir hier wieder in einem Hostel. Wieder was Günstiges gefunden. Für uns beide 10 Euro für eine Nacht. In einem Bett. In einem Bett, genau, das ist hier unser Bett. Genau, gucken wir jetzt mal, dass wir unsere Sachen hier unterbekommen und dann ziehen wir wohl nochmal los und gucken uns die Stadt nochmal ein bisschen genauer an. Wir sind in Skopje. Und wir sind fasziniert von dieser Stadt. Unglaublich, wie viele Statuen und Skulpturen und Prachtvollen Sachen hier gibt's. Kunst und Musik und alles. Es ist unglaublich schön, unglaublich vielfältig, total abgefahren. Kommt unbedingt her, wenn ihr die Chance habt. Wir sind einmal eben wieder zurück ins Hostel gegangen. Wir haben eben auf diesem großen Platz da in der City auf einmal ein paar Fahrradfahrer gesehen, haben kurz gefragt, was da los ist. Und da startet heute eine Critical Mass. Also eine Gruppe von Fahrradfahrern, das sind so um die 50 Leute jetzt hier in diesem Fall, die eine Fahrradtour durch die Stadt machen und damit quasi auf sich aufmerksam machen, dass auch Fahrradfahrer zum Straßenverkehr gehören. Und das gibt es in sehr vielen Städten weltweit, auch in Deutschland. In Hamburg haben wir auch immer dabei mitgemacht und jetzt zufällig haben wir hier so eine auch in Skopje am Start und jetzt packen wir schnell noch ein paar Sachen zusammen und schnappen uns unsere Räder und dann fahren wir bei der Critical Mass in Skopje mit.
Fuck, ey. Das ist Guten Morgen aus Kumanovo. Hallo. Wir sind jetzt gerade bei unseren Warm Showers Hosts losgefahren, hatten da gestern einen tollen Abend und jetzt geht es weiter Richtung Kriva Polanka, fast schon an der bulgarischen Grenze. Also wir müssen heute auch kratzen. So, guten Morgen. Wir haben heute unsere erste Nacht seit längerer Zeit im Zelt verbracht. Es war relativ frisch, also wahrscheinlich schon so -3, -4 Grad. Es sind auch so einige Sachen eingefroren. Wir hatten vorher eine Tasche fertig gemacht mit Sachen, die nicht einfrieren sollten, also Medizin. Was war da noch drin? Der Wasserfilter und ja, Medizin und der Wasserfilter, glaube ich. Aber jetzt sind uns auch noch eingefroren unsere Feuchttücher, wo wir nicht dran gedacht haben, unser Schwamm zum Abwaschen und ein bisschen unser Wasser, aber das ging noch einigermaßen. Ja, jetzt sind wir am Zusammenpacken. Ist jetzt unser letzter Tag heute in Mazedonien. War auch wieder sehr schön hier. Auch wenn es wieder ein kürzerer Aufenthalt hier war. 4 Tage? Ja. 4 Tage. Hatten eine schöne Zeit in Skopje, in der Hauptstadt. War echt eine interessante Stadt. Und gestern in Kumanovo hatten wir auch einen schönen Abend mit unseren Warm Showers Hosts und deren Tochter, war ziemlich cool. Also jetzt geht's gleich weiter dann Richtung Grenze nach Bulgarien. In der nächsten Stadt kaufen wir noch kurz ein. Geben das letzte Geld aus. Genau, und ja, dann geht's ab zur Grenze, ab nach Bulgarien. Wir sind in Bulgarien! So, in Mazedonien ging es jetzt das letzte Stück ordentlich weit bergauf. Die Grenze ist genau irgendwie auf dem Berg, ungefähr 1100 Meter hoch. Und jetzt haben wir eine schöne Bergabfahrt vor uns, bis in die nächste größere Stadt. Wie heißt die nochmal? Küstendül. Küstendül, okay. Da haben wir einen Couchsurfing-Host.
Und da düsen wir jetzt hin, das sind ungefähr 20 Kilometer. Guten Morgen! Wir sind bei unserem Couchsurfing-Host Wladimir. Der wurde uns quasi von einem anderen Couchsurfer vermittelt, weil bei ihm kein Platz war, weil er seine Wohnung renoviert hat. Das ist jetzt hier ein Freund von ihm. Und wir hatten gestern einen richtig coolen Abend mit ihm, haben ordentlich was getrunken. Sind immer noch betrunken. Aber wir haben uns auch richtig cool unterhalten, weil er ist selber mit seinem Fahrrad auch um die Welt gefahren. 5 Jahre lang, 64 Länder. Quasi genau das gleiche, was wir jetzt noch vor uns haben. Es war mega genial. Er hat tolle Geschichten erzählt und seine Erlebnisse und Bilder gezeigt. Richtig cool. Und ja, jetzt frühstücken wir gleich noch zusammen. Packen wir unsere Sachen und dann geht's weiter. Und jetzt sind wir hier gerade aufgewacht mit einem richtig genialen Ausblick. Das zeige ich euch nochmal. Das hier, warte mal, da, das ist der höchste Berg in Bulgarien, 2900 Meter hoch. Den Ausblick haben wir hier. So, wieder unterwegs. Ist ordentlich frisch. Wir sind jetzt kurz hinter Dubnica und hier stellen wir unser Zelt gleich auf. Richtig schön mit Ausblick auf die Berge. Und hier hinten so, warte mal, wo, da, das müsste der Musala sein, der höchste Berg in Bulgarien mit 2900 Metern.
Fahrräder sehen gut aus. Здравствуйте. Давайте изберите себе место. Хорошо. Da, spasiba. Guten Abend. Wir sind jetzt in der Ferienwohnung von Wladislav. Wladislav? Ja, irgendwie so. Und wir haben jetzt eine zweite Einladung von der Straße. Richtig cool. Olga war Wasser holen hier bei ihm und dann hat er uns kurzerhand eingeladen, hier in seinem Ferienhaus zu bleiben. Er ist gerade dabei, das zu bauen. So ein schönes Holzhaus. Er konnte mir nicht glauben, dass wir mit den Fahrrädern unterwegs sind. Deswegen musste er auf jeden Fall rausgucken und die Fahrräder begutachten. Jetzt hat er sich eben kurz mit uns unterhalten auf Russisch. Er spricht ein bisschen Russisch und hat uns hier schon einmal da so Wodka und Cola angeboten und Zigaretten und eine Dusche haben wir hier auch irgendwie und einen Ofen, wo wir uns gleich was kochen sollen und einen vollen Kühlschrank mit Bier und Tomaten und Kartoffeln und weiß der gar was. Und er ist jetzt kurz irgendwie los mit ein paar Freunden irgendwie was essen oder so, dann kommt er nachher wieder. Dann werden wir uns bestimmt nochmal mit ihm unterhalten und ein bisschen Wodka trinken. Auf jeden Fall richtig nett, richtig cool. Wir freuen uns, dass wir nicht in der Kälte schlafen müssen. Genau. Guten Morgen, wir sind wieder unterwegs. Wir hatten gestern einen richtig schönen Abend zusammen mit Stanislav. Wir wurden da spontan noch irgendwie zum Essen eingeladen mit seinen Freunden. Das war gestern Nikolaustag und da wird traditionell immer Fisch gegessen. Und wie gesagt, wir essen keinen Fisch, haben die gesagt, kommt trotzdem mit und esst Kartoffeln. Haben wir dann auch gemacht, war richtig gut. Richtig witziger Abend. Und heute Morgen hat er uns dann auch ein richtig leckeres Frühstück gemacht. Richtig nett. Richtig, richtig freundlicher Mensch. War echt cool. Hat mir auch jetzt Gartenhandschuhe geschenkt, damit ich über meine anderen Handschuhe anziehen kann, weil der meinte, es ist jetzt so kalt und der macht sich Sorgen, wie wir jetzt in der Kälte fahren. Ich habe meine eigene Kreation. Hier noch so eine Socken über meine Handschuhe und eine Plastiktüte. Ist auch richtig warm. Passt auch richtig gut. Und genau, jetzt hatten wir eben noch einen Platten bei Olgas Hinterreifen, aber den haben wir auch schnell geflickt bekommen. Sind wir mittlerweile geübt. Jetzt geht es weiter, ungefähr 10 Kilometer und da soll irgendwie eine heiße Quelle sein. Und da wollen wir mal gucken, ob wir da irgendwie baden können.
gut. So, das war geil. Jetzt geht's weiter. Abend. Wir sind jetzt in Plovdiv und waren eben schon bei unserem Couchsurfing-Host und einem Kollegen von ihm noch. Sind wir zusammen in die Stadt gegangen. Die haben uns ein bisschen was gezeigt. Und jetzt laufen wir hier durch so die Altstadt. Richtig schön und gucken noch ein bisschen rum. Und gegen 7 Uhr abends, in 2 Stunden oder so, treffen wir uns dann wieder mit ihm und gehen zurück zu ihm nach Hause und kochen uns was Leckeres. Muckin, wir sind wieder unterwegs. Gerade noch beim Billa jetzt. Ja. Und haben ein bisschen eingekauft. Und jetzt geht es gleich dann weiter aus der Stadt raus und Richtung Osten, Richtung Griechenland. Abend. Ich habe 54 Kilometer gefahren jetzt heute. Und jetzt haben wir einen schönen Campingspot gefunden. Hier an so einer Einfahrt zu so einem großen Feld. Also hier irgendwie an der Einfahrt stellen wir unser Zelt auf und ja, haben einen krassen Ausblick in die Ferne. Nichts los hier. Und geniales Wetter gewesen heute. 20 Grad irgendwie sogar teilweise hat unser Thermometer angezeigt. Also ich hier in kurzen Hosen, nur einen dünnen Pullover an. Olga auch nur Pullover. Richtig cooler Tag. Morgen soll es so weitergehen, übermorgen auch. Schauen wir mal. Morgen! Morgen! So, unser letzter Tag in Bulgarien bricht an. Es sind jetzt noch
ungefähr, ich glaube 30, oder? 28. 28 Kilometer bis zur Grenze. Ja, Bulgarien war toll. Wir waren 6 Tage, glaube ich, hier, ne? 6 Tage, war richtig cool. Das Wetter war eigentlich auch ganz gut. Es war ein bisschen frisch teilweise, aber wir hatten gute Klamotten dabei. Die Leute waren richtig freundlich. Einmal wurden wir zum Übernachten eingeladen von Stanislav. Das war auch ein richtig cooler Abend. Und zweimal Couchsurfing, war auch genial. Volodya, der auch mit seinem Fahrrad um die Welt gefahren ist. Und dann noch einmal bei Krum in Plovdiv. Richtig cool. Und ja, war eine schöne Zeit hier in Bulgarien. Das total genossen. Ja. Und jetzt geht's nach Griechenland. Tschüss. Wir sind in Griechenland! Thank you. Cannot probieren. Fuck yeah.
Guten Abend aus Griechenland. Geschafft für heute. Richtig witziger Tag schon gewesen. Vorhin irgendwie so eine Bande Fahrradfahrer aus der Türkei getroffen, die waren ganz witzig drauf. Dann durch diesen komischen Fluss da gefahren, irgendwie halbwegs schon unter Wasser gewesen. Und total unglaublich, wie schnell sich die Landschaften ändern. Hier ist auf einmal voll viele Baumwollfelder und das Zeug fliegt hier überall. Sieht auch sehr schön aus. Sieht echt gut aus. Jetzt haben wir hier einen schönen Campingspot auf so einem Feld. Irgendwie die Sonne ist schon untergegangen. Ja, bisschen in der Valla Pampa. Sieht ganz gut aus. Hier bauen wir irgendwie das Zelt auf. Morgen. So, wir haben gerade schon gefrühstückt und ein paar Sachen zusammengepackt. Aber wir chillen noch ein bisschen im Zelt, weil es ein bisschen regnet. Und wir haben gesagt, dann machen wir heute einen etwas ruhigeren Tag. Weil wir sowieso vorhaben, noch ein bisschen länger, also noch 2 Tage jetzt in Griechenland zu bleiben. Und es sind nur noch 70 Kilometer oder so bis zur Grenze. Deswegen machen wir es heute ein bisschen chilliger und bleiben jetzt ein bisschen im Zelt, hoffen, dass es gleich aufhört, irgendwann noch zu regnen und dann fahren wir 10 Kilometer oder so noch in die nächste Stadt. Die wollen wir uns noch ein bisschen angucken.
wir haben hier unseren Campingspot für heute gefunden. Hier vorne irgendwie. Und eben hat Olga noch wieder bei einem Privathaus Wasser geholt. Und da wurden wir dann noch spontan zu einem Kaffee eingeladen. Sie kam irgendwie aus Armenien und er ist ein Grieche und die haben beide halt deswegen auch Russisch gesprochen. Das war ganz witzig, konnte Olga sich wunderbar mit denen unterhalten. Ganz nett, schön Kaffee getrunken, ein bisschen Obst gegessen. Haben wir eigentlich fast noch darauf gehofft, dass die uns noch zum Übernachten einladen. Das ist heute unsere letzte Nacht schon in Griechenland. Morgen geht es in die Türkei. War ja auch wieder ein kurzes Vergnügen hier, aber auch richtig nett. Nette Leute getroffen. Gestern in einem Café noch irgendwie eingeladen worden von so einem Typen und noch nett unterhalten. Jetzt heute auch wieder eingeladen worden, noch zu einem Kaffee. Richtig cool. Ziemlich kalt allerdings hier. Ja, also im Sommer ist das vielleicht noch ein bisschen schöner. Genauso kalt wie im Winter 1991. Stimmt, genau. Hat er eben auch gerade noch gesagt. Also es ist auch ein extrem kalter Winter hier irgendwie. Und auch in der Türkei soll es irgendwie kalt sein. Naja, gucken wir mal. Wir bauen jetzt hier unser Zelt auf. Schlafen hier gemütlich. Kuscheln uns schön warm ein. Und morgen sind es dann noch 10 Kilometer, also bis zur Grenze, und dann geht es ab in die Türkei. Ciao! Da ist alles eingefroren. Und da drin ist noch so ein bisschen Wasser, was hier liegt.